nochmal. Have fun, hier ist der Abraham, zurück in Genshin Impact. Und wie versprochen machen wir an der Stelle weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar, unsere Mission war es dann jetzt nach Tatarasuma zu gehen und Informationen zu sammeln. Und wie wir sehen, das ist schon auf der anderen Seite und jetzt muss ich mal gucken, wie wir darüber kommen. Ich probiere es einfach mal über die Inseln hinaus. An der Stelle können wir nur ein bisschen gespannt sein, weil ich habe da auch nochmal Arenos gefragt und der wusste das auch nicht mehr so genau. Und er sagte mir, es gibt hier auch Boote, um von einer Insel zur anderen zu kommen. Nun haben wir ja ein Boot sozusagen schon gehabt. Da haben wir auch in der letzten Episode jemand mit dem Boot schon weg von der Insel geschickt, damit er sich in Sicherheit begeben kann, weil er verfolgt wird. Und das Boot war hier an der Küste. Und da ist ja noch so ein Angler. Ein Angler. Aber mit dem Boot kann man nichts machen. Okay, was ist der Kujirai? Okay. Ein Angelverein. Okay, na dann. Wir können dem Kojira-Verein beitreten, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen weiter mit der Mission machen. Let's get down to business. Ach du Schrecken. I taste blood. Alter Schwede. How's this? I'm going in. Life goes on. Brace yourselves. Think you can get away? So, den habe ich mal kurz... Dachten ja, die können mich überfallen. Wo kommen wir denn dahin? Geht ja gar nicht. So, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt über diese Inseln kommen. So, jetzt sehen wir schon oben auf der Karte, dass es da scheinbar so eine Inselkette gibt oder eine Verkettung von Inseln. Und ich werde jetzt mal, das ist eine Eisblume, mal jetzt da oben hochgehen und einfach mal von hier zur nächsten Insel springen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. So, da die nächste Insel ist dann diese da drüben. Und eine andere Möglichkeit sehe ich da jetzt nicht drüber zu kommen. Also, kein Boot, nichts. Da drüben am Strand ist ein Boot. Ich würde sagen, mit Schwimmen sollte es eigentlich zu schaffen sein.
ich bin gespannt. Sieht so unerreichbar aus. Ich will jetzt nicht auf die Tube drücken, weil dann reicht meine Energie nicht. Bitte macht es nicht so spannend. Ansonsten muss ich mir einen anderen Weg überlegen. Ne, das wird nichts. Ich saufe gleich ab. Und kurz vorm Ziel tot. Achtung. Und tot. Voll geil. Okay, also, wo bin ich hier? Na, da, wo ich vorher auch war. Und dann geht's da rüber und da drüben gibt es ein Boot. Da gibt es Boote. Komm, da muss es einen anderen Weg geben. Das steht aber nirgendwo beschrieben. Da drüben über die Inseln? Nein. Von da darüber? Nein. Sicherheitsplan ansehen. Okay. Ja, die Entfernung hier ist ja noch weiter als die andere. Also irgendwie muss es da ja ein Boot geben. Keine Chance. Da drüben ist dann so ein Ding. Da kann ich auch nicht mit weiter. Okay, also da gibt es einen Bootsanleger. Ich werde jetzt einfach mal gleich mal erstmal hierhin teleportieren, um meine Energie wieder zu holen. Also meine Lebensenergie wieder aufzufüllen. Puh. So. Wo ein Anleger ist, gibt es auch Boote. Okay, Aussichtspunkt gefunden. Geh nach. Das ist ein schöner Satz. Geh doch mal. Wie denn? Das ist übrigens auch schön, weil ich jetzt hier nicht wegkomme. Das ist ja echt ein Trauerspiel. Allein schon da muss man ja irgendwie hinkommen.
Ja, genau. Pff. Okay. Das normalerweise alles sehr gefühlt ist. Ich muss irgendwie, also das ist die Anglernummer. The Kuchirai art will definitely flourish under my nurturing. Tja, ich würde gerne dem Verein beitreten, aber das kann ich nicht. So, okay. Dann machen wir hier mal einen Break und ich muss erstmal schauen, weil ich komme so nicht drüber. So, da bin ich auch schon wieder zurück und ich habe mich da ein bisschen einarbeiten müssen in das Thema und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt eine gute Lösung dafür habe. Ich war im Prinzip gar nicht mal so schlecht. Es gibt hier so Amakane. Das sind so, ich es richtig interpretiere, Wave Rider Spawn-Punkte. Die Wave Rider, das ist ein Schiff, mit der wir hierher gekommen sind. Und die soll man angeblich rufen können. So, jetzt gucke ich mal, ob die bei mir schon freigeschaltet sind. Und wie man diese ruft, weil das habe ich noch nie gemacht. So, gucken wir mal. Also, hier. Nein, da nicht, da nicht, da nicht. Das ist nicht euer Ernst. Dieses Ding liegt doch tatsächlich hinter so einer Schutzwand. Okay. Diese Schutzwelle, das habe ich auch gesehen, die kann man gegebenenfalls mit einer Kanone wegschießen. Aber die sind alle noch nicht freigeschaltet. Jetzt gucke ich einfach mal, hier muss ja auch einer sein. Da ist einer. Und zu dem kann man sogar hinschwimmen. So, nehmen wir hier mal... Und das ist cool, das muss ich mir merken. Weil dann hätte ich die andere Insel doch erreichen können. Hey, cooler Trick. Okay, muss ich mir merken. Ich weiß nicht, kanntet ihr das? Also, ich bin ja manchmal recht unerfahren, was solche Sachen angeht. Aber, dass man dann Kurzstrecke gehen konnte, ja, aber dass dann, wenn er so lange wie der Buff läuft, dann läuft er ziemlich lange bei ihr, dass man dann auch so lange dahin gehen kann, das wusste ich nicht. Und jetzt kann ich hier die Wellenreiter rufen. So, na dann rufen wir mal die Wellenreiter. Nein, ernsthaft? Boah,
Also, okay, Lösung ist hier diese Punkte. Und, okay, G. Hier gibt es Einführung zum Spiel. Ist ein Wasserfahrzeug, das mit Hilfe eines Wellenreiters Rumpfpunktes zu einem Besitzer beschworen werden kann. Nähere dich dem Wellenreiter, um an Bord zu gehen und zu segeln. Du kannst in jeder Zeit über einen Wellenreiter Rufpunkt herbeirufen, aber eine Person kann nur einen Wellenreiter besitzen. Okay. Dann, ein Wellenreiter kann durch Beschleunigung seine Geschwindigkeit erhöhen, ist mit 2 verschiedenen Waffen bewaffnet, Schnellfeuerkanonen, schwere Kanonen. Okay, klingt ja gut. Halte Springen gedrückt, um das Segeln zu beenden und den Wellenreiter zu verlassen. Nachdem du einen Wellenreiter verlassen hast, kannst du dich ihm wieder nähern, um zum Segeln zu beginnen oder einen Wellenreiter-Rufpunkt verwenden, um auf ihre Seite zu beschwören. Okay. Das ist ja interessant. Es ist, so, springen. So, damit habe ich den ersten beglückt. Oh, es gibt sogar echt eine Kiste. Empty chest. Good for Stimmt, ja. storage. Eine Wellenreiter rufen. Ich glaube es nicht. So, und dann geben wir mal Gas. Okay, das hat genauso Energie wie die anderen Sachen halt auch. Nur, dass ich jetzt dieses Mal eine ganze Ecke fahren muss. Na gut, okay. Also haben wir jetzt... Da haben wir richtig... Also ich habe richtig was gelernt. Einmal, wie kann man sich jetzt hier über Wasser bewegen? Indem man ein Boot ruft. Also ein Boot ruft, diese Wellenreiter. Das ist schon mal ziemlich nice, gut zu wissen. Jetzt gucken, ob wir jetzt hier durchkommen. Und dann können wir einfach bequem zur anderen Insel rüber. Vor allen Dingen gibt es ja das eine oder andere Rätsel, das ich vorher nicht machen konnte, weil ich gar nicht so lange Strecken schwimmen konnte. Also hat man hiermit die Möglichkeit geschaffen, sich Déjà-vu, eine Errungenschaft, wahrscheinlich weil ich Strecke gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gerade total geflasht. Das ist echt genial. Also kommt auf jeden Fall als Abschnitt nochmal. Also, ne, Wellenreiter rufen, Meere überqueren. Das ist schon ein nettes Video. Vor allen Dingen dann, wie man dann auch zu dieser anderen Insel kommt, weil wenn man das nicht weiß, dass das da ist, das kriegt man nur raus, indem man im Prinzip das erkundet. Und wenn man so viel Pech hat wie ich zum Beispiel, der dann ja auch gleich, oh, da ist hinten noch so ein Teilchen, das kann ich gleich mitnehmen, dann durch die Gegend zieht und komm. Und dann gleich auf die geschlossenen Teile kommt. Also auf die Teile, wo man dann, also wo diese Energiekuppel drumherum ist, wo man gar nichts machen kann, ja. Dann da kommst du ja gar nicht darauf, dass das, jetzt sag nicht, ich sitze jetzt hier fest. Bitte nicht. Das wäre jetzt so übel, nachdem ich mich bis hierhin gekämpft habe. Ah, Gott. Puh. So, und Gas geben. So, da ist unsere Insel. Damit geht es auch gleich in einen Bereich rein, in dem wir noch nicht gewesen sind. So, dann seht ihr gleich hier. Boah, dunkel. So, was schwimmt hier? Das können wir untersuchen. Fantastisch. Eieiei, fahrende Kisten mit Geld. Okay. Erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed. Ne? Da konnte man auch mit Black Flag da solche Kisten untersuchen. Ich glaube, Black Flag war das, ja. Doch, genau. Und auch in weiteren Spielen. Aber dann, genau, da konnte man die mal einsammeln, wenn man segelte. Ich glaube, das Black Flag. Und dann gab es noch ein Spiel und dann war das auch schon erledigt. So, und hier können wir wieder so ein Boot rufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich springe jetzt mal raus. Yeah. Und ich habe es geschafft. Das ist total fantastisch. Nein, ich will keine Herausforderung starten.
So, jetzt gibt's hier erstmal Klatschen. Go. Let's play. Yeah, let's light it up. So, da geht eine Kiste auf. Auch gut. So, und jetzt sind wir auch... Off we go. So, und It's jetzt a gucken, miracle. jetzt gucken wir das Ganze nochmal an. Jetzt wird hier ein Ankerpunkt angezeigt. Okay, weil das mein Schiff ist. Alles klar. Okay. Geschafft. I heard they added a couple more people to the wanted list. They're high priority targets, apparently. But most of our forces are out on the front line. How are we supposed to effectively prioritize them? We'll just have to make sure we keep our eyes peeled when we're out on patrol. I wonder how they're faring on the front line. Last thing I heard was that we'd pushed the resistance back to just northwest of Musojin Gorge. I don't know if that's true. I doubt it. Their rear guard isn't far from there. We're gaining ground at the moment, but I don't think we pushed them back that far. Anyway, we should focus on patrol. Come on, we're up. Fair point. Time to go to work. The northwest of Musojin Gorge. So that's where the resistance forces are based. We should keep asking around though, just to be safe. So, gucken wir erstmal gleich. Aha. Boah, da hinten ist erst der nächste. Okay. Jetzt muss ich ganz weit laufen, um diese Insel freizuschalten. So troublesome. Let's light it up. Such a pain. Ja, solche Schmerzen. There's no end to this. Teamwork is true. I got careless. Opening box of the Death Tricks. Yeah. Suffocate. Yeah. Mit Sand? The wrong test subject. Ah, da ist er. Finally done. So. Alle weggeschnetzelt. Wo ist meine Kiste? Ich erwarte hier wenigstens eine Kiste. Ah, Mann, oh, ey. Let's light it up. Rise. Yay. Perfect distance. That tingle? Suffocate. That tingle? To the ferry. I got careless. Going in. Go. Faster. I got careless. Picked the wrong test subject. So, da ist meine Kiste. Nein, ich will nicht zubereiten. Smell of treasure. Strange.
Genau, es riecht nach Schatz. Strange. Aha, da sind sie wieder. Oh, hey. You managed to escape too? Yeah. Where are you headed? Higi Village. I've heard the rumors, but it's still gotta be a safer place than a war zone. What about you? Don't get me started. I was recuperating on Nozuchi Beach. It's complete chaos over there. The Resistance aren't having an easy time of it. They don't have the manpower for an all-out confrontation, so they can't contend with the Shogun's army. The front line used to be further forward, but they had to retreat a couple of times. Now they're back to Nozuchi Beach. And that's where I've just come from. I was lucky to get out. It's much too dangerous. Their forces are so scattered that no one knows who's who, and anyone you run into pulls their weapon. I just dropped my luggage and ran here. I think we need to keep moving. Things are changing so fast. The further away we can get, the better. Agreed. Why don't we stick together? Can't hurt to team up with someone. Nozuchi Beach. Sounds like that's where the Resistance and the Shogun's army are battling it out right now. Let's head over and take a look. Entschuldigung. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Aber vorher müssen wir noch ein paar Leute umlegen hier. Kommt schon. Ihr seid jetzt fällig. Life goes on. Sacred name, Fortune Preserver. Wheel of Life. Life. Time for takeoff. So. Da ist das Ding von der anderen Seite. Hier haben wir noch ein paar andere Sachen, die jetzt rumliegen. Die nehmen wir jetzt alle mit. Alles umbringen. Man weiß nie, wofür man es nochmal gebrauchen kann. Das habe ich von Arenos gelernt, weil der mir dann beim Ach Gott, da hinten ist das, ne? Dann kann ich aber den hier... Den kann ich mir schon mal merken. Aha, der ist da drüben. Okay. Dann... Da komme ich dann hier rüber. So, kleiner Blick, muss meine Einstellung vornehmen. So, schade eigentlich. Da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wegschneiden. Ich merke mir mal 16 Minuten. Mal wieder ärgerlich. So, da sehen wir nochmal. So, und da drüben gibt es jetzt was, das ist wahrscheinlich ganz... Ja, das war noch ein Fisch, oder? Nehmen wir mit. Wer weiß, wofür man Fisch noch gebrauchen kann. Hier, glänzt es. Brocken, weißes Eisen. Weißes Eisen, okay. Brocken. Das war die Betonung darauf, das Wichtigste. Okay. A lucky day. How's this? Teamwork is dreamwork. Life goes on. There's more. Light it up. Yeah. Pucko. Finally. You win this battle. So.
jede Menge Sachen wieder einzusammeln hier. Empty chest. Good for Jawohl, die storage. ist jetzt leer. Geschafft. So, und das Ding muss jetzt da irgendwo da oben drauf sein. Gucken wir mal, wie wir jetzt da hinkommen. Und dann haben wir den ersten schon mal freigeschaltet. Ich nehme alles mit. Silberner Glückshaarreif. Hey, Schweinchen, jetzt will ich nicht umbringen. Mhm. Wo sind sie? Ah, die sind... Mhm, okay, wieder eine Barriere. Aha. Let me try my blade. This isn't over. I've got the upper hand. That won't work. Get back! Cheap trick. Doesn't work. I'm going in! Life goes on. Opening box of Adepti Tricks. Brace yourself. This battle. Interessante Errungenschaften, die ich da bekommen habe. Ist hier irgendwo eine Kiste? Nö. Aber hier ist das lang ersehnte Portal. Ah, na siehste, das sieht doch ganz anders aus. So, dann haben wir jetzt hier sogar noch was freigeschaltet. Ich überlege, was noch alles dazu kommt. Noch ein Add-on, das ich nochmal nachspielen muss. Ich weiß gar nicht, wo das neue Add-on sich hinbewegt, aber das wird wahrscheinlich dann auch hier im unteren Bereich sein. Auf jeden Fall sind wir jetzt offiziell auf Kanazuka. Welcome! Und wenn ich jetzt ein bisschen reinzoome, dann sehe ich jetzt hier auch endlich überall die Spawn, also die Sprungpunkte, die müssen wir alle nochmal freischalten. Das mache ich alles nochmal einzeln. Ich werde jetzt erstmal hier zu diesem Punkt gehen und von da aus dann zu dieser Mission. Gibt es irgendwas zum Opfern? Das können wir nochmal gleich mitmachen. 2 habe ich wieder. Ja, toll, Held. Siehst du, hätte ich auch einfach haben können. Es gibt dafür extra alles darbringen. Muss ich nur noch 10, geht es eine weitere Stufe und Erinnerung des krachenden Gewitters. Was ist das? Manchmal kann man ja draufklicken, damit es einem angezeigt. Hier aber nicht. Schade eigentlich. Na gut, okay. Und wieder etwas erhalten. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt habe ich was beschworen. Und normalerweise sitzt hier irgendwo in der Nähe. Ach, das muss ich auch nochmal rauskriegen. Es gibt ja dann diese Portpunkte, aber ich finde, das kriegen wir alles hin. Wir finden hier alles raus. Irgendwann, früher oder später. Wir haben es schon mal rausgekriegt, wie das mit den Booten funktioniert. Da werden wir die anderen Sachen auch noch rausbekommen. Schon klar, das ist natürlich in so einem Feld eingeschlossen, wo auch sonst. Ärgert mich nur noch ein bisschen. Ärgert mich noch mehr. Kommt schon. Oh. So ein schöner Käfer. Komm. Wheel of life. Here we go. Think you can get away? Let's light it up. I've got the upper hand.
light it up! Cut down. Like this. So. Nochmal ein Skarabäus. Ich will die alle mitnehmen. Alles mitnehmen. Man weiß nie, wofür man... Ihr wisst nie, wofür ihr das hier wieder gebrauchen könnt. So, die sind Beeren, die waren mit Sicherheit nicht so interessant, aber... Elektrobaum, ja. Hat auch noch irgendeine Bewandtnis, die ich noch nicht... Da ist er. Da ist er. So. Nein, ich will keine... Ah, scheiße. Adventure time! Off we go! Ja, sehr schön. Eine Herausforderung weniger. Even better than I imagined. It's my lucky day. So. Aber eigentlich wollte ich ja hier hin. Wo ist er? Da ist er. So, die ganzen Teleports freischalten ist halt einfach notwendig, denn wenn ihr nachher irgendetwas hier im Spiel schnell erreichen wollt, Storys oder ähnliches, ihr seht das ja auch immer in meinen Let's Plays da halt immer, es geht einfach viel, viel schneller. So, ich gehe jetzt ja nochmal rüber. Ah, das liegt noch in meinem Zeitbereich und dann werde ich dann nochmal ein klein bisschen was nachdrehen für euch. So, dass wir wieder auf unsere berühmte Stunde kommen. Ich werde es mal wieder versuchen. Oh, ein neues Monster. Life goes on. Where are you? So, was droppst du? Düsteres Prisma und Kristallprisma. Okay, wieder was Neues. Immer was Neues. Was haben wir denn? Ja, komm. Kill them all. Teamwork is trick! Rise. Orders given. Orders received. Life goes on. This will do. There's more. Ja, Wasser, Eis, Elektro ist eine wahnsinnig geile Kombi. Kann ich euch nur empfehlen. Die gehen ab wie nichts dann. Also ruckzuck sind die Leute kaputt. So, hier ordentlich Strand. Da oben ist noch so eine komische Figur. Also ein... Ah, okay, nehmen wir mit. Gegner. Let's light it up! Wheel of life. Rise. Besser ist natürlich, wenn die im Wasser stehen, muss echt so sein. Yeah, brace yourself. Time for takeoff. How rude. Ehrlich mal. Let's light it up. Everybody stand back. Wow. Opening box of Adepti-Trix. Cheap tricks. Life goes on. This isn't over. You win. This battle. So, da ist die Kiste. Empty chest. Good for storage. Genau, Empty Chest. Good for Storage. Finde ich auch mal. So, den habe ich auch. Und dann kann ich gleich in den nächsten Bereich reinspringen und zu unserem nächsten Ziel.
Ja, gucken wir nochmal auf die Uhr. So, okay, um das nächste dann freizuschalten, ist doch eine ganze Ecke. Aber was soll's. Boah, ein riesiges Gebiet. Do you think that's a resistance fighter? Looks like he's in a tight spot. Let's go help him out. Das sind leider Missionsgegner, die droppen nichts. Das ist mal ein bisschen schade eigentlich. Show me what you've got. I've been bested. Allow me. To strike first. Here we go. Think you can get away? I need to train harder. Sehe ich genauso. Trainieren mal ein bisschen härter, dann wird das hier auch was. You saved me. I thought I was about to die. Thank you so much for your help. I'm Teppe, of the Gobius platoon. I'm with the Resistance. I was sent to the front line just recently. I was looking forward to doing my part. Instead, it seems I fell at the first hurdle. So, you aren't dressed like Resistance fighters? Have you come here looking to sign up? Yep. Great! Just the other day, I heard General Goro complaining about how desperate we are for more people. Your support will make a big difference. I'll escort you back to our camp. But first, let me bring you up to speed on our current situation. As you can see, the Resistance are at a constant disadvantage when it comes to open confrontation. The goal of the Shogun's army is to uphold eternity. To this end, they have the support of the Tenryou Commission's general, Kujo Sara, who commands an exceptionally strong force. As for us, vision bearers are few and far between as it is. And because of the Vision Hunt decree, they're rarer than ever. The fact we're even able to hold out is thanks to the brilliant strategic mind of Her Excellency, Sango Nomiya. We're also indebted to the great courage shown by General Goro and the Resistance troops. If only I had a vision myself. Not only would I be better placed to share Her Excellency and General Goro's burden, but I'd be able to hold my own on the battlefield too. I couldn't help but notice that you used elemental energy when saving me just now. You must have a vision yourself? Nein, habe ich nicht. She's a special case. She doesn't have a vision, but she can control the elements anyway. Are you serious? That's incredible. I guess that means you're immune to the Vision Hunt decree. You have to let me introduce you to General Goro. He'll welcome you with open arms. Perhaps I can also make a worthy contribution this way. Of course, I'd much rather prove my worth by the sword. If only taking down Shogunate samurai was as easy as you make it look. Anyway, we shouldn't delay. Let's head off. So, dann gucken wir doch mal ganz kurz. Okay, also wir müssen jetzt eine ganze Ecke wieder rein. Ich würde erstmal diesen wieder freischalten. Alter Schwede. Jetzt gehen wir jetzt hier hin. Okay, da gibt es auch noch etwas. Und da hinten gibt es noch was und überhaupt. Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt, wie viel ich da freischalten werde. Aber das sehen wir gleich. Ich mache mal kurz eine Pause. Ich schneide das nachher dann wieder zusammen. Also bis gleich. So, und schon geht es weiter. Wie versprochen, sind wir noch nicht am Ende. Wir werden jetzt erstmal hier dieses die Statue der 7 hier nochmal aktivieren, damit wir wieder sehen können, was auf dem Weg so alles rumliegt. Und wie wir schon sehen... Oh, guck mal, das ist hier oben. Ja, sehr schön. Aber, oh, das macht Schaden. Das ist interessant. Everybody stand back! Yahoo! Okay. Tschüss. Halt, da ist er. Diese Bälle dürfen wir nicht treffen, weil die machen Schaden. So, jetzt ein bisschen Nektar, weil wir die ein bisschen platt gemacht haben. Was ist das? Okay, eine fliegende Bombe, die Elektroschaden macht. Oh, wir nehmen alles. So, wir sollen uns mit der Widerstandstruppe treffen.
Und hier haben wir den ersten Port. Och Mann, ey, den können wir nicht freischalten. Ich glaub's nicht. So, irgendwo da oben ist unser Ziel. Da. Oh, da müssen wir einmal schön rumgehen. Aber was tun wir nicht alles für die Mission? Hier ist ein Port. Sehr schön. Da ist eine Truppe von Leuten. Ah, sehr schön. Der Regen ist gut, weil das flasht ordentlich. If you're scared of lightning, Let's light it up! Orders given. Orders received. Very So, das haut richtig rein. Im Land des Blitzes. Ist natürlich auch gefährlich. So. Naja, ihr wollt es nicht anders. Say no more. To the ferry. Finally. Was man so alles finden kann. Unglaublich. Unbelievable. Aha. Ey. Das ist jetzt gemein. This will do. Life goes on. Wieder ein bisschen hochpimpen. Brace yourself. Time for takeoff. Ha, yeah. Nice. Ha. So, das ist natürlich jetzt keine Ahnung, wo es sich nach oben zeigt. Boah, okay, ich versuche mal was. Da nicht. So, ich bin jetzt hier oben. Das ist schon mal ganz gut. Oh. Hier sind überall diese Blitzteile, diese Messer, die Blitze ausstoßen. Okay, die lassen wir erstmal noch ein bisschen liegen. Ich habe keine Ahnung, was die bewirken. The wrong has suffice. Teamwork is strength! Yahoo! This will end. Cut down this. Like this. Da ist mal eine kleine Schatztruhe. Ich liebe Schatztruhen. smell of treasure. Strange. Okay. Hey. Gefährlich, gefährlich.
Okay, wir müssen jetzt theoretisch da lang. Oh, Frozen. Okay, alles... Oh. Und wieder eine Schatztruhe. Liebe Schatztruhe, mir schon mal gesagt. Useful? Ja, die Sachen sind nützlich. Natürlich, werden wir gleich alles sehen. So, jetzt ist mal hier lang und da gucken wir mal, was es da gibt. Da ist angeblich... Ach, das mit diesem Blitzen, kann man es irgendwie abstellen? Das wäre cool. Aha. Okay. Ich befürchte... Genau, da ist einer. Ein Schrein. Den suchen wir mal. Okay, ist wahrscheinlich ein anderes Rätsel. So, da oben ist das eine und da hinten das andere. Na gut, okay, ihr wollt jetzt... Everybody stand back! Opening box of Adepti tricks. Warum sollte man ein Schwert doch berühren, wenn es einen schadet? Faster? Okay, faster. Ah, das sieht doch gleich viel besser aus. So, und wieder ein riesiger Bereich freigeschaltet. Ja, wird zu langsam, aber dann ist da drüben. Kann man doch mal eine Fähre rufen, okay. Boah, hier ist ja noch ein riesiger Bereich. Und da noch. Naja. Was will uns das Spiel damit sagen? Es ist noch lange nicht vorbei. So, auf da hinten. So. So, dann... Alter, das war jetzt aber fies. So, schön wieder aufladen. Und ich wollte doch gerade was gucken. Na, das war das Gemeine. Einmal Errungenschaften, das wir da gemacht haben. Nämlich, wir haben ein paar Sachen neu gelernt. Oh. Okay. Déjà-vu. Ach so, okay. Haben wir auch gemacht. 5000 Punkte kritischen Schaden. Okay. Oh, da haben wir ordentlich was bewegt. So. Haben wir hier auch noch einen. Wie hat letztens jemand gesagt, diese ganzen Suchtsachen, die man erstmal mal abarbeiten muss, gibt es überall ein paar kleine Punkte. Meistens kaum der Rede wert. So, alles einsammeln. Hier gibt es 1000 Mora. So, dann haben wir das auch. Neither do I. Dann hier einmal einsammeln. I already auf forgot. Geht's. So. Life goes on. Let go. Brace yourself. To the ferry.
I taste blood. So, völlig falsche Richtung. Jede Menge Sachen zum Abarbeiten. Schon auf dem Hinweg schon eine Nebenmission gefunden, die man noch abarbeiten kann. Ja, letztendlich ist es auch für Schnellspieler gedacht, also oder für Vielspieler. Dazu gehöre ich ja nun leider nicht. Schade, da muss ich euch so ein bisschen... If you're scared of lightning, hide now. Will ich euch ein bisschen enttäuschen. Ich spiele zwar regelmäßig, aber nicht regelmäßig viel. Wie gesagt, man kann hier auch seine 20, 30 Stunden locker in diesem Spiel versenken, dann ist man deutlich weiter. Und ich bin hier dabei, Mocker die Story abzuarbeiten für euch und ein bisschen hochleveln. Und das geht auch ganz gemütlich. Also, das zeigt mal wieder, dass das Spiel viele Möglichkeiten offen hält. Ey, cool, hier wird eine neue Figur eingeführt. Go. This is what happened, General Goro. I was surrounded by Shogunate samurai, and they came to my rescue. They can use the elements without a vision. The Resistance could really use people with that kind of skill. We should bring them in. I presume you've heard that the goal of the Resistance is to defeat the Shogun's army and repeal the Vision Hunt Decree. This is no easy task. Each who sets foot on the battlefield must be ready to sacrifice their life. Tell me, why do you wish to join us? The Resistance cannot accept any who don't possess a warrior's will. You and I must be certain of your decision. Ich erzähle dir was über die Ergreifung des 100. göttlichen Auges. You're referring to the ceremony to mark the 100th vision seized under the decree, right? Yes, we received some news of it here, despite it taking place over in Inazuma City. There was a disturbance, allegedly. Highly unusual considering that the Raiden Shogun appeared in person. But why do you wish to discuss this all of a sudden? Unless you have some information to share. Ich war das. What? Yep, we had a fight with the Raiden Shogun and everything. Then we grabbed the Vision Bearer and whisked him off to safety. After that, they added us to the Army's wanted list. That's why we came here. Now that you mention it, we did just recover a bounty notice from a Shogunate samurai defeated in battle. It read, "Reward for the capture of a blonde-haired traveler and their mysterious flying pet." Huh. So this refers to you two? What? Who are they calling a mysterious flying pet? My apologies. I understand your situation well enough for now. On behalf of the Resistance, welcome to our ranks. Her Excellency is currently away from the camp. We don't know where she went, but she instructed us to take care of everything in her absence. I will ask Teppei here to show you around the camp first, and then dispatch you straight to the front line. If you're ready, of course. Das ist jetzt zu viel. Lang lebe der Widerstand. Verstanden. Yes, sir. I used to be in the logistics division, so I'm the right person to show you around. I know the setup like the back of my hand. I'll make sure you get a warm Resistance welcome. Let's start with the field hospital. Some of my friends are recovering there. Last time I saw them, I promised that I'd introduce any new recruits. When they're finally back on the battlefield alongside us, we'll all be brothers in arms. Na dann, machen wir diese Führung nochmal schnell mit. Is this a new recruit? Looks like a strong addition to the troop. Hopefully someone I can spar with after I've recovered. Whoa. Brand new recruit and your first thought is to start sparring with them. You're getting ahead of yourself. That wound of yours isn't something that's gonna clear up in a few days. Teppei,
did you bring this one in? How are things on the front line? Well, the enemy are much stronger than we could have imagined, but we're holding our own. I've been right in the thick of it. At one point, there were a horde of enemy troops surging towards us like the tide, but I didn't flinch. I drew my blade and charged straight into the fray. 4 shogunate samurai, and only 1 of me. But I still managed to fend them off. Look at you. When did you grow nerves of steel? This lady stole the show, though. When she saw me tiring and falling back, she burst onto the scene and took down a whole group of them in one fell swoop. They were no match for her at all. I heard she even stormed the Vision Hunt ceremony, and that the Raiden Shogun herself failed to take her down. Amazing work, both of you. Still, I can believe most of that, but her facing off against the Raiden Shogun? I think you might be embellishing the story a little there, Teppei. I mean, we've all heard of the Muso no Hitotachi, right? Either way, to tell the truth, with all the losses we've sustained recently, I was starting to lose hope in our ability to hold out much longer. But seeing fresh recruits join our ranks and hearing Teppei's exploits, I'm itching to get myself better as soon as possible, so I can get back out on the front line. Huh. That's a lukewarm epiphany if you ask me. While you're lying there itching to get better, I'm still out there training hard despite my injury. Oh, even though it burst open again yesterday. It did? Well, do you need me to get you something to dress it with? I heard about a remedy recently that uses wild bugs. All you need to do is grind Onikabuto into powder and it makes a very effective dressing. They say it feels cool on the skin and acts fast to completely cure flesh wounds. Sure, I'll take one. Thanks. Sounds a little strange to me. I would have thought wolf hooks would do the trick, but it's your decision. Well, how about we let our new recruit decide? I'll stay here and make some preparations. If you're a fan of weird and wonderful remedies, please gather some Onikabuto for me. I'll take it from there. But if you're more of a wolf hook advocate, bring some of those instead. Personally, I recommend we try the new remedy. It sounds promising. Okay, ich soll die Materialien geben. Thanks for your help. Have you decided which dressing to use yet? Ah, mal gut, dass ich so viel von dem Zeug habe. All right, I knew you'd back me on this. I can't guarantee it'll work, but if it does, everyone will be fighting fit again in no time. Why don't you hand me the ingredients? It's a bit of a chore to prepare, so I'll take it from here. Ow, ow, ow. Huh? Der erste mit Kopfschmerzen, so fängt das an. That, the pain stopped. Now it just feels numb. Looks like this might actually work. Not bad, Teppei. As soon as I'm better, we'll have to do some serious sparring together to make up for lost time. Sparring? You have a one-track mind, seriously. But good going, Teppei. When you first applied it, it felt like you were rubbing salt into the wound. But then the pain disappeared and there was just a cool sensation. I swear, I can feel my body repairing itself already. Still, I better not start overdoing it quite yet. Thanks to both of you for looking after us so well. The day I'm discharged, drinks are on me. Just glad we were able to help. All right, I'm gonna continue giving our new recruit the grand tour. Rest up, you guys. Don't forget to visit the training grounds. Get some practice in before you hit the front line. Calm down and get some rest. The training grounds. That reminds me, they should be doing archery training over there right now. Let's head over. Als ob wir keine Profis wären. Aber naja, warte mal, da oben. Da. Ich kann nicht widerstehen. I can't resist.
musste sein. Entschuldigung. Avoid the trees. Oh, another miss. This sucks. Let's see now. I've loosed exactly 10 arrows and only one... Bullseye? Only one hit the target. This isn't good enough. It's evident from these past few days the practice alone isn't enough to improve our marksmanship. How hard could it be? Just draw the bow, aim, and shoot. Clearly, I underestimated the skill involved. With progress like this, who knows when we'll be fit for battle? I suppose all we can do for now is wait for the drill master's next visit and ask him for more tips. Seems things have gotten tough on the front line recently. All the best drill masters have already been dispatched to fight. I guess we'll just have to keep practicing ourselves. At this rate, who knows if we'll ever become resistance fighters. Come on, guys, less complaining, more training. Teppei-senpai? Listen up for a second. I've come to introduce our newest recruit. In battle, she single-handedly slayed multiple shogunate samurai without so much as breaking a sweat. And that was after interrupting the vision hunt ceremony with a feat of stunning bravery. Not to mention surviving an encounter with the Raiden Shogun. Is that true? Perhaps you'd be willing to give us some archery tips? We promise not to take too much of your time. A quick demonstration would be all we need. Our previous training was so rushed that we hardly remember the proper technique. It would mean a lot. Gut, seht aber genau zu. Da ist er. Oh, you got it. We won't let you down. Also, nur blau killen ist die Anweisung. Pressure getting to you? That's no way to demonstrate. Come on, let's go. Show us what you got. So. Brauchen wir natürlich einen Bogenschützen für. Ready? I'm sure you'll get it. Ja. Verstanden. So. Da ist noch einer. Hey! Got it! Well, there you have it. I told you our latest recruit is pretty strong. Incredible! I think I understand what I was doing wrong now. My posture was off, and I didn't draw back with enough force. Seems I also need to focus on keeping my grip steady and monitoring the external environment. If I can get those few down, I'll be hitting my mark in no time. Those few, huh? Watching your demonstration was a great help. I learned a lot. At least this time I was able to observe some proper technique. As long as I can retain it, I know I'll become much stronger. Honestly, before this whole conflict came about, I was just another everyday citizen of Watatsumi Island. My wife and I were leading a quiet life together. War and battles were the last things on our minds. That all changed with the Vision Hunt decree. The actions of the Shogun's army ignited something inside me.
That's why I joined the Resistance. The road ahead of us now seems like a long one indeed. Can those of us without visions or combat skills really become adept fighters like them? There's no use in speculating. Thank you both for your help. We'll keep practicing as much as we can. Stay focused. With us holding the front line, you can continue sharpening your skills until you're ready. Now then, let me show you around some other places. Where should we head next? Sir, we've got trouble. The Shogun's army is attacking. There are still many wounded in the camp. We mustn't let the enemy break through. We'll need your help to hold them off. What? Impossible. How could they have reached us all the way out here? We'd better go assess the situation. A chance for us to prove our worth in battle. So, also das eine ist, ihr braucht jetzt für die Mission eben gerade erstmal einen Bogenschützen. Den habe ich zum Glück in meiner Crew. Soldiers, quick! Get them! Life goes on. Here we go. Think you can get away? I've lost. I won't forget this. Well, we managed to hold them off. But what would the Shogun's army be doing here? We have sentries and patrols posted all around the perimeter here. The enemy should never have been able to reach us this far unnoticed. Unless we have a traitor in our midst. They must have an informant, feeding them intelligence and helping them to approach unseen. That's the only possible explanation. Our priority is finding the agent and protecting the camp. This is my chance to show what I'm made of. Sir, if I may, I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive walls were already collapsed. The Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way over from the cliffs nearby before attacking through the gaps in our defenses. I suggest we repair the walls and double the guard. That should keep them from sneaking up on us like this again. In that case... Understood. Leave the repairs to us. We can make use of the wooden rope nearby to patch up the defenses. Why don't we make this more interesting, recruit? A contest between the two of us. Just don't underestimate me. If there's anything I know, it's logistics. You'll see. Okay. Sammel in der Nähe Materialien zum Reparieren. Okay. Wo sind Materialien zum Reparieren? Ah, da. Mit dem Pfeil. Süß. All right, that should do it. The Shogun's army will have a hard time getting past this, no matter how determined they are. It seems I've made another valuable contribution to the Resistance. But why does it always have to be logistics work? I thought getting transferred to the front line would be a chance to showcase my abilities and square off with the enemy. Instead, here I am. Doing what I've always done before. Why are you so insistent about being on the front line? It's just like General Goro said. We joined the Resistance because of our warrior's will. There are a multitude of ways to contribute to the Resistance, but who wouldn't want to take out a few shogunate samurai given the chance? Anyway, we got more than we bargained for inspecting the camp. Let's report back to General Goro. If all goes well, we might just be assigned a few missions closer to the action. So. Dann berichten wir einmal über die Situation und ich hoffe, dass diese Mission nun erstmal weitgehend abgeschlossen ist. Und dann gehen wir in den verdienten Feierabend. Bericht erstatten.
Falscher Punkt. Ich glaub's Strange. nicht. I don't see General Goro anywhere. We've had a change of plans. The general has been dispatched to the front line to lead our forces into battle. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. Reports have it that Kujo Sara is now personally leading the enemy forces. As for us, it's been days since Her Excellency last made an appearance here. We've executed almost all the directives she gave us, but have received no further instruction. The situation is becoming grim. If we retreat any further, I fear morale may falter. For now, we can only pray that General Goro will be able to turn the tide, however difficult that may seem. We should go to the front line. Our forces need all the help they can get. We're no use to them here. We mustn't let Tatara Suna fall to the enemy. So. Dazu sollen wir an die Front gehen. So. Verfolgen wir den erstmal. Und dann machen wir einen Jump. Und darum sagt er, das ist das Wichtige. Oh. Schade eigentlich. So schön gewesen. So, damit ist er freigeschaltet und dann können wir direkt hier importen. Wo ist der Kampf? Wo ist der Kampf? Coole Schuhe, achtet mal So, drauf. you are the only one here? I thought I might get to meet your grand strategist. She is the one that's been causing our forces so much trouble. The fact the Resistance has even held out for this long is thanks to her. But soon, the Resistance will fall. They are no match for the might of the Shogun's army. Her schemes mean nothing now. We have already rooted out those behind the Resistance. All who have dishonored the almighty Shogun will be punished. I have faith in Her Excellency and in the soldiers of the Resistance. The Vision Hunt Decree is a brutal injustice. Our resistance has only just begun. It is futile. There is one other thing. I'm sure you've seen the recent arrest warrants. I trust that the blonde traveler is somewhere among your forces now. I will make you a deal. Hand her over to us, and you'll buy yourself some time. A respite from the bloodshed would be advantageous to both sides, would it not? So that's why you brought reinforcements. Just to get... She is of great importance to the almighty Shogun. But the way I see it, she is expendable to the Resistance. That's where you're wrong! She means just as much to us! As a member of the Resistance, she's a comrade! I'll never surrender her to you! The Resistance never betrays its own. Her Excellency made that clear to everyone from the very beginning. General Goro! Teppei and the Traveler. Wir sind What are hier, you zu doing helfen. here? It would appear our time to fight side by side has finally come. Well, well. We meet again. This time, I won't let you get away. I thought that you would seek refuge with the Resistance in the hope of receiving asylum. That you choose to show up here
proves that you have more bravery in you than I had originally thought. And now that you're here, I have a proposal. Why not represent the Resistance in a fight of honor? A fight of honor? What's that? Before the battle begins, each side chooses their finest warrior for a match of single combat. To the superior force, there is little significance in such a duel. But to the weaker force, victory could constitute an important boost to their morale. Her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Do not feel compelled to participate. We could take the fight to them without such a ceremony. Well, what do you think? Will you fight? Ja, ich nehme die Herausforderung an. Ich habe gar keine Wahl. Aber ich gehe da nicht hochnäsig ran. Remove all threats to eternity! By order of the Almighty Shogun! Be wary! You're up against a powerful opponent! Guys, orders given. Orders received. Der zweite. You got this! There's more than one round! Keep it up! Yeah! Time for takeoff. Und jetzt kommt noch ein dritter. Wie gesagt, die magische Zahl. 3. Look! That's 2 rounds in a row! The Shogun's army is not invincible! We can win! The soldiers are rallying! Your warrior's will is bringing them hope, Traveler! Teamwork is... Show me what you got! Bested. Stronger than I anticipated. This contest has served its purpose. Soldiers, attack! Glory to the Shogun and her everlasting reign! Prepare to engage! All of you, with me! Dann ist ein bisschen den Ton angezogen. Stand firm! Hold the line! Her Excellency! The wait is over, my comrades. Now is our moment! Calm as the breeze, my lady. I just hope you can afford all these mercs you've gathered! Kazuha! We meet again, old friend. Retreat! All forces, retreat! Schönes Video. Greetings. Well, this is the first time we've met. Please, allow me to introduce myself.
Sangonomiya Kokomi, organizer of the resistance and also the divine priestess of Watatsumi Island. Perhaps it's the first time you're hearing that title. To put it simply, I'm the person currently in charge on Watatsumi Island, which is also the home front of the resistance. I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected to find you join the resistance, though. Do you have a plan beyond this point? Keine unmittelbaren Pläne, würde ich sagen. In that case, shall we continue our conversation at the Shrine of Sangonomiya? Although the Shogun's army has retreated for now, the war is far from over. The Vision Hunt Decree has not been repealed, and neither the Tenryo Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. In short, our problems have yet to be resolved. I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. What say you? In Ordnung. Can I come too? I know Watatsumi Island very well. I can carry on being your guide if you'd like. Kein Problem. Goro, thank you for all you have done. Our forces are weaker than the Shogun's army, and my absence can only have made the recent days all the more trying for you. I'm afraid I must still ask you to stay a while longer, to keep eyes on the Shogun's army and also to see to the wounded. But I will ask the mercenaries to remain stationed here, and Kazuha is here too. Hopefully this will serve to reduce the pressure you are under. Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. I have a few things to attend to. Once you're ready, please rendezvous with Teppei. He will escort you there. Thank you for all your efforts so far. From this day on, I fight alongside you. Fight for the future of Inazuma. Na dann. Na dann. Hier stehen noch zwei Helden. Da werde ich die werde ich jetzt aber nicht spontan anquatschen. On the way here, I happened to learn of the bounty on your head. As expected, you seem to have given them quite the challenge in that regard. I hear also that you witnessed the Raiden Shogun. I trust she's as oppressive as ever. The Musono Hitotachi. Are there truly those who can withstand it? Perhaps one day we will be able to face her oppression head-on. This is the reason I returned to Inazuma. Okay. I guarantee you, only the Alcor could pull off an ambush as quietly as that. Did we give you a fright? I gotta admit, I was caught off guard myself. When we dropped you off in Rito, I wasn't expecting Tatarasuna would be the next place I'd see you. But wherever you might end up, you'll always be part of Captain Beidou's crew. If you're ever in a tight spot, come and find me. I'll have your back. Ja. Okay, noch zwei Gespräche mitgenommen. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Wo müssen wir als nächstes hin? Haben wir überhaupt hier irgendwo noch eine Quest? Halt, warte mal. Also, wir gehen mal kurz in die Mission rein, denn wir haben ja was Neues angefangen, nämlich, Akt 3. Den einen Akt haben wir abgeschlossen, den haben wir begonnen. Schwert, Fisch und die Widerstandskämpfer, das verfolgen wir nochmal. Und das ist da hinten, okay, ganze Ecke von hier entfernt. Ich würde sagen, aber bevor wir den dritten Akt anfangen, ich räume hier nochmal ein bisschen die ganzen Punkte nochmal frei. Das mache ich aber in Ruhe, gehe ich hier nochmal ein bisschen durch. Vielleicht mache ich nochmal ein paar Nebenmissionen und dann gehe ich wiederum hier hinten an den Start. Das soll heißen, wir würden uns dann nächste Woche wiedersehen zu einer neuen Folge Genshin Impact mit Avo. Da kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Und denkt dran,
da ganz hinten, da ist der Abo-Knopf. Bitte drückt einmal drauf. Ich würde mich freuen, netten Kommentar, ein Like, alles, was zu einem YouTuber-Leben dazugehört. Und von daher kann ich nur sagen, have fun, euer Aboram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.